Ciao Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Diesmal habe ich ein neues Produkt für euch. Henshaw hat mir das Mini-Display geschickt zum Testen und ich habe es tatsächlich heute am Sonntag geschafft, es mir einzubauen. So sieht die Packung aus. Das Produkt ist im Prinzip gedacht für die Leute, die ein Tacho hinterm Lenkrad vermissen. Es zeigt ein wenig mehr Informationen an als das, was ihr sonst auf dem Display in der Mitte sehen könnt. Selbstverständlich sieht man da, ob man jetzt zum Beispiel im D- oder im Rückwärtsgang ist. Auch die aktuelle Geschwindigkeit wird wirklich ohne Verzögerung angezeigt. Aber was ich auch ganz schön finde, ist, dass neben der Batterieanzeige, wo wir ja zwischen Batterieprozent und Kilometer Restreichweite schalten können, hat man jetzt rechts und links beides gleichzeitig sichtbar. Während der Fahrt sieht man auch direkt den Luftdruck in den Reifen und auch für den Autopiloten bzw. für den Tempomaten ist auch der Abstandhalter, die Einstellung zwischen 2 und 7 Autolängen, sieht man das auch direkt unterhalb. Nachdem man das Display installiert hat, hat man noch die Möglichkeit, ein paar Einstellungen zu machen. In das Menü geht man, indem man das rechte Lenkradrädchen nach rechts drückt und hält. Dann kommt man in so ein recht einfaches Menü. Von der Bedienung her kann man nur zwischen Chinesisch und Englisch wählen, aber an sich geht es nur darum, ob zum Beispiel Temperatur in Fahrenheit oder Celsius angezeigt werden soll, ob es Meilen oder Kilometer sind. Ich denke mal, bin mir jetzt nicht sicher, hier muss man auch die Time Zone, also GMT+1 zum Beispiel in meinem Fall, einstellen. Ich glaube, das ist dazu da, wenn man zwischen Dark- und Hell-Modus nicht manuell unterscheiden möchte, sondern auf Auto stellt, dass anhand der Zeit auch richtig errechnet wird, wann denn das Display tatsächlich abdunkelt und wann es wieder hell wird. Weil während der Auto-Einstellung auf dem Mini-Display reagiert es nicht auf die Einstellung auf dem Hauptdisplay, ob ich hell oder dunkel stelle. Wenn ich also Auto wähle auf dem Mini-Display und es ist draußen dunkel, dann bleibt es auch dunkel, egal was ich jetzt auf dem Hauptdisplay mache. Ansonsten recht einfaches Menü, rausgehen, ganz nach unten scrollen und dann einmal kurz rechts antippen mit dem Rädchen. Von den Einstellungen, was ich noch rausgefunden habe, es gibt eine Einstellung vom CAN-Bus, CAN, also Controlled Area Network, glaube ich, zwischen 1 und 10. Wahrscheinlich unterschiedliche Konfigurationen, denn am Anfang beim Rumspielen war eigentlich sofort alles perfekt. Nur ist mir aufgefallen, dass Fernlicht nicht wirklich synchron lief. Also das heißt, auf dem Hauptdisplay hat es etwas anderes angezeigt als auf dem Mini-Display. Und dann nach ein paar Mal ausprobieren habe ich die Einstellung CAN2 gewählt und dann war alles tutti. Also wir fahren jetzt erstmal ein paar Wochen damit rum, gucken, wie es uns gefällt. Und jetzt momentan sieht das super aus. Ganz kleine Abweichungen gibt es bei der Restreichweite. Also ich habe irgendwie zwischen 67 und 66%, was Batteriestand anbetrifft. Und bei den Kilometern 339 gegenüber 340. Also ich nehme an, das ist irgendwie eine Art Rundungsfehler bzw. Rundungsabweichung, die jetzt die zwei Systeme interpretieren. Stört mich jetzt momentan nicht. Was kann man sonst dazu sagen? Also dieses Display finde ich noch eines der kompaktesten, heißt auch Mini-Display, von all denen, die ich sonst noch auf dem Markt kenne. Es gibt noch so ein kleines Mini-Schlitz-Display, was man so in den Lüftungsschacht quasi versteckt. Das habe ich übrigens auch. Schreibt mir bitte in die Kommentare, ob ihr das auch noch als Review sehen wollt. Das habe ich von Henshaw nämlich zum Geburtstag im August bekommen. Vielen Dank nochmal dafür. Ja, aber dieses Display sieht ganz nett aus. Einzig, was mir hier etwas negativ auffällt, ist, dass die Typografie nicht wirklich exakt die gleiche ist, wie Tesla sie verwendet in ihrem System. Die Dicke der Buchstaben und der Zeichen ist ein wenig andere und generell hat man hier ja irgendwie 3 Typos miteinander vermischt. Diejenigen, die etwas vorne vor der Nase haben wollen und die auf solche Kleinigkeiten nicht achten, für die wird es wahrscheinlich eine sehr hilfreiche Ergänzung fürs Auto sein. Gut, und jetzt zu der Installation selbst. Ich habe mir einige Installationsvideos angeschaut von diesem Mini-Display. Da haben meiner Meinung nach die Leute sich viel zu viel Mühe gemacht.
Und zwar, ich verlinke euch unten ein Installationsvideo direkt von Henshow. Das ist 1,5 Minuten lang. Wirklich. Ich habe zwar circa eine Stunde gebraucht, ich wollte auch wirklich ganz vorsichtig und ich habe das erste Mal hier im Model Y bestimmte Paneele aufgeklappt und wollte ich die Clips nicht beschädigen, deswegen war ich ganz vorsichtig, habe mir Zeit gelassen. Aber an sich, man braucht im Prinzip den einzigen T20, also so einen hier. Ich weiß nicht, ob man sieht. Jo. Und ansonsten geht das alles ohne, einfach nur mit diesem Teil hier. Ein geübter Bastler würde wahrscheinlich innerhalb von einer Stunde fertig sein, vermutlich sogar weniger. Und orientiert euch auf jeden Fall an diesem Video von Henshow, denn es ist wirklich viel weniger auseinanderzunehmen als in vielen anderen Videos, die ich gesehen habe. Im ersten Schritt muss man natürlich die Abdeckung oben lösen. Das war so für mich der kritischste Teil. Ich wollte natürlich auf der alten Abdeckung keine Spuren von Gewalt irgendwie hinterlassen. Deswegen war ich hier ganz vorsichtig. Man muss halt an dem Blinker durch und dann versuchen von innen so ein bisschen zu drücken. Es sind alles Clips, also es löst sich schon dann. Man darf aber nicht irgendwie mit der Kante an dem Plastik zu sehr drücken, weil ansonsten ja möglicherweise gibt es dann Einwölbungen und irgendwelche unschönen Stellen. Es hat alles gut geklappt, lässt sich gut lösen, auch unten, man braucht oben den Panel gar nicht anfassen. Wenn man unten direkt im Fußraum vom Fahrer die Klappe runterlässt, etwas mühsam, aber man kann wirklich das Kabel von unten durchreichen, sich selbst sozusagen durchgreifen und dann hat man das Kabel bereits fürs Display nach unten geleitet. Mit dem Ding ein paar Clips an der Mittelkonsole aufmachen von beiden Seiten, die ganze Kabellage durchreichen, schön hinten verstecken, dann ist vorne eigentlich alles schon wieder zu und dann eben mit diesem Sternschrauber eine Schraube lösen oben, der Rest geht auch wirklich nur damit, beziehungsweise mit den Fingern, aufklappen, vorsichtig. Bei mir, bei AMD Ryzen, muss man eben den Stecker finden, der in Blau an der rechten Wand ist. Dort steckt man einfach ein Kabel rein. Und dann gibt es noch direkt an der A-Säule unten noch einen weißen Stecker, wo man sozusagen ein T-Stück dazwischen klemmt. Das war's. Bei Model 3 zum Beispiel mit Intel-Prozessoren, da gibt es noch einen weiteren T-Stecker, den man dazwischen klemmen muss. Der ist dann im Fußraum weiter oben. Schaut euch dieses Video von Henshow, dieses 1,5-minütige Video von Henshow, dort wird auch genau gezeigt, wo dieser Stecker sitzt. Wirklich recht easy. Alles wieder verschließen, kurz antesten, perfekt. Was ich sonst noch sagen kann, es gibt beim Betreten des Fahrzeugs so eine kleine Videosequenz, die auf dem Mini-Display angezeigt wird. Ist eigentlich schön ganz nett, also definitiv stylisch. Ob man das jetzt jedes Mal sehen will, weiß ich nicht. Also vielleicht braucht das Gerät selbst irgendwie so ein bisschen zum Booten. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Noch finde ich es okay, aber es ist auch relativ kurz. Also es ist nicht so, dass man jetzt irgendwie sitzt und darauf wartet. Man kann losfahren. Aber ja, man sieht das halt immer wieder. Ja, und sonst? Gibt es sonst noch was Wichtiges? Also selbst die Temperatur draußen wird aktuell sehr akkurat angezeigt. Ja, gibt es eigentlich so gesehen nichts zu meckern. Falls ihr irgendwelche Fragen dazu habt, bitte direkt in die Kommentarsektion unten. Und ansonsten freue ich mich natürlich über euer Feedback, wie ihr denkt, ob das jetzt dazu passt, ob das jetzt zu viel ist oder ob es wirklich was für euch ist. Und wenn es wirklich was für euch ist, dann nehmt doch bitte meinen Link zum Shop bzw. in den Warenkorb Real Rusty als Couponcode. Dann bekommt ihr jetzt am Black Friday bis zu 30% Rabatt. Checkt das aus. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Bleibt gesund, fahrt vorsichtig und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.